Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Baker-Zyste. Baker-Zyste, was ist das eigentlich? Das klären wir heute. Woher kommt das eigentlich? Was kann man dagegen machen und muss man das unbedingt operieren? All das jetzt im Fasting Channel. Auf geht's! Ja, was ist eigentlich das Problem und was ist eine Baker-Zyste überhaupt? Also eine Baker-Zyste ist eine Wasseranlagerung hier in der Kniekehle. Jetzt muss man sich anatomisch einmal vorstellen, wie das Knie so aufgebaut ist. Wir haben die relativ große Oberschenkelmuskulatur, die unterhalb des Knies ansetzt und die Unterschenkelmuskulatur, die oberhalb des Knies ansetzt. Und wenn dort Verkürzungen sind, dann wird das Knie zusammengequetscht und es gibt Probleme im Knie. Und eine wichtige Sache ist tatsächlich die Kniekehle, wo sich dann Wasser ansammelt, das nennt man dann Baker-Zyste. Also eine Baker-Zyste ist immer dann zu sehen und groß und macht Probleme, die kann eben tatsächlich relativ groß werden und relativ große Probleme machen, wenn dort zu viel Spannung ist. Ansonsten ist erstmal grundsätzlich da immer durchaus Flüssigkeit im Gelenk, aber eben das ist übermäßig, also pathologisch, krankhaft viel, sodass dann eben entsprechend hier wirklich eine Schwellung da ist und die auch schmerzhaft ist. Also zusammengefasst haben wir eine Wassereinlagerung, in diesem Fall in der Kniekehle. Wann lagert der Körper irgendwo Wasser ein? Immer dann, wenn er sich versucht zu schützen. In diesem Fall versucht er einen zusätzlichen Puffer aufzubauen. Also eine Wassereinlagerung, die dort nicht hingehört, ist immer krankhaft. Das heißt, wir müssen immer gucken, wo ist die Ursache. In diesem Fall ist die Ursache tatsächlich ein zu viel Zug in der hinteren Faszienkette. Und dort werden wir jetzt auch als erstes mal arbeiten. Und dann zeige ich dir Übungen, wie du dagegen vorgehen kannst. Auf geht's! Ja, im Fokus habe ich jetzt tatsächlich die Oberschenkelmuskulatur, weil das schon die größere ist im Vergleich. Natürlich muss ich auch in der Behandlung die Wadenmuskulatur mitbehandeln, aber die große Oberschenkelmuskulatur der hinteren Linie ist im Prinzip das, was ich mir vornehme. Und da gehe ich jetzt mit so einer Release-Technik rein. Und das kann schon unangenehm sein. Geht noch? Das geht auf jeden Fall. Okay, super. Ja, und ich lasse mich auch hier wieder vom Gewebe leiten. Einfach in der Geschwindigkeit, wie es angenehm ist und wie es das Gewebe zulässt. Also eben ganz einfach, wenn dort Verklebungen wären, was jetzt hier relativ gut ist, dann würde einfach die Geschwindigkeit deutlich langsamer sein. Aber es ist ganz angenehm da hinten, das mal zu lösen, ne? Ja, das fühlt sich richtig gut an. Ja, also das ist tatsächlich was viele haben, dadurch, dass wir ja im Verhältnis alle zu viel sitzen, dass die hintere Linie verkürzt ist. Und da haben wir schon diverse Videos zu gemacht. Aber dieser Bereich ist natürlich auch konkret betroffen durch das viele Sitzen, ist natürlich das Knie häufig angewinkelt und dementsprechend verkürzt es dann auch. Das ist auch der Grund, weswegen diese Baker-Zysten gar nicht mehr so selten sind. Also ich habe schon relativ häufig, dass Patienten zu mir mit einer Baker-Zyste kommen. Was ich am Anfang immer dachte, so, dass es was super Seltenes ist, ja, unterm Strich, sagen wir mal so 2-3 Mal im Monat kommt das vor. Also so selten ist es denn gar nicht. Ganz einfach durch die Verkürzung der hinteren Linie. Aber da kann man ja was gegen machen. Man merkt es richtig rauschen, wie so eine Welle. Ah, super. Klasse. Gut, dass du es beschreibst. Genauso sollte es auch sein. Ne? Eben wirklich so in dem Tempo, wie der Körper es zulässt. Nicht einfach rüberruppeln. Das ist so der häufigste Fehler, der auch passiert. Auch was man so in Fitnessstudios sieht, wenn die Menschen mit Black Rose arbeiten, dass da häufig wie die wild drüber geruppt wird. Und das ist der häufigste Fehler. Es muss man wirklich mit dem Gewebe arbeiten und da eben wirklich reinspüren. Und da ist sowohl Therapeut als auch Patient gefragt. Wenn es also zu schnell ist, was der Therapeut macht, dann muss der Patient eben auch direkt Rückmeldung geben, sagen, halt stopp, das ist jetzt zu schnell. Hier sind wir relativ gut. Ich habe jetzt meinen Winkel etwas verändert. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt sieht. Ich mache jetzt ein bisschen noch den Außenteil der hinteren Linie im Fokus mit. Und gehe eben wieder bis zum Gesäßansatz dort oben einmal durch. Und ja, es lässt sich aber ganz gut bearbeiten. Also wir haben hier keine größeren Probleme. Ja, im Behandlungssetting schaue ich mir natürlich logischerweise auch noch die Wade an und behandle die Wade mit. Das heißt wirklich die komplette hintere Linie von hier bis hier hoch. Und dazu gibt es jetzt auch Selbsthilfeübungen, die du selber machen kannst. Denn das
Problem ist tatsächlich die Verkürzung der hinteren Linie, also dieser komplette Bereich, was das Knie komprimiert und letztendlich dann hier eine Überspannung macht und zur Baker-Zyste führt. Die Baker-Zyste ist sozusagen immer nur die Folge und nie das Problem. Ja? Und dann muss man eben wirklich an der Ursache arbeiten und dann eben entsprechend diese behandeln, damit man in der Therapie das Ganze sozusagen löst. Und dann bedarf es eben auch keiner großen Bestrahlung oder Operation, sondern einfach mal die Ursache beheben, nämlich diese Verkürzung der hinteren Linie. Wenn man den Druck rauskriegt, ist das Knie auch sehr, sehr dankbar und die Baker-Zyste bildet sich dann wieder zurück. Übung Nummer 1 für zu Hause ist die klassische Vorbeuge. Und da tun sich wirklich viele mit schwer. Es ist eine Verkürzung der hinteren Linie und da ist es schon für manche schwierig. Ich helfe dir ein bisschen, wie man das vereinfachen kann. Geh mal locker in die Knie, gar nicht so sehr die Knie durchdrücken, sondern erstmal ganz locker stehen. Und nimm mal deine Arme und leg sie auf die Oberschenkel. Und jetzt geh mal langsam mit den Armen an den Oberschenkeln runter und beug dich so langsam vor. Und du darfst gerne noch ein bisschen in die Knie gehen dabei und ein bisschen schummeln. Das ist vollkommen in Ordnung, weil nicht jeder ist so gelenkig wie unser Model Irina. Und versuch mal einfach so weit runterzukommen, wie du kommst. Und wenn du merkst, dass das dann nicht weitergeht, dann pausiere dort und versuch mal deine Knie nochmal nachträglich durchzudrücken. Damit erhöhst du die Spannung. Auch hier wieder gucken, was geht. Dein Zugschmerz sollte tatsächlich so von 6 bis 8 auf der 10er-Skala sein, in diesem Bereich. Und du bleibst dort bitte, bis du eine deutliche Reduktion spürst. Ja, das heißt nicht über 8, wir wollen nichts kaputt machen. Wirklich, sei gut zu dir, spür rein und versuch nicht irgendwas kaputt zu machen mit Gewalt. Es ist wirklich eine Übung, die schon knackig sein sollte, aber eben nichts kaputt macht. Also 6 bis 8 anlegen und warten, bis eine deutliche Reduktion im Idealfall auf 3 bis 4 stattgefunden hat und komm dann langsam wieder mit deinen Armen an den Schenkeln wieder nach oben und richte dich auf. Diese Übung kannst du gerne 2 bis 3 Mal wiederholen, aber bitte immer sanft und niemals mit Hauruck und Gewalt, denn wir wollen keine Faszienrisse haben, sondern einfach eine Dehnung. Übung Nummer 2, setz dich einmal auf den Fußboden, ganz bequem hin und komm mit dem Oberkörper jetzt einfach, zieh die Füße zu dir und komm mit dem Oberkörper einfach leicht nach vorne, wander mit den Händen gerne nach vorne, genau, und an deinen Schenkeln entlang, so weit wie du kommst. Nicht jeder kommt so weit wie unser Model, das ist vollkommen okay. Es ist also auch gar nicht vonnöten. Wenn du das so nicht schaffst, nimm dir gerne einen Gürtel oder irgendwas Festes, was du dir um die Beine legst, woran du dich ziehen kannst, oder ein Handtuch oder wie auch immer. Und spür mal wirklich die Spannung in den Kniekehlen und im unteren Rücken. Das sind meist die Regionen, wo die meiste Verkürzung vorliegen. Bleib auch hier wieder einen Augenblick drin, atme tief durch und schau mal rein, ob du vielleicht dann noch beim Ausatmen einen Millimeter weiterkommst. Und so ganz langsam und wohlwollend, also niemals mit Gewalt, versuch mal reinzukommen in diese Dehnung. Diese Dehnung solltest du 2 bis 3 Mal machen. Die Zusammenfassung zur Baker-Zyste. Also, es handelt sich hierbei um eine Drucksituation, deswegen lagert sich Wasser ein. Das Ganze ist hier unten, dreh dich einmal durch, genau, also eine Wassereinlagerung in diesem Bereich der Kniekehle. Und natürlich ist die hintere Linie betroffen. Das heißt, therapeutisch muss die hintere Linie geöffnet werden. Und das haben wir auch gemacht jetzt in unserem Beispiel. Die Selbsthilfeübungen, haben wir dir gezeigt, zielen darauf ab, die hintere Linie zu öffnen, damit diese Verkürzung, der Druck nicht mehr im Knie da steht, also nicht mehr da ist. Und dass dann sozusagen die Baker-Zyste, diese Wasseransammlung sich auch wieder lockern kann. Das Ganze in dem Fall tatsächlich macht Sinn, wenn wir dort zum Beispiel auch mit Black Roll oder Hartschaumrollen insgesamt arbeiten, tatsächlich in dem Fall immer gen oben
weil natürlich es ein Lymphstau auch ist und wir die Lymphe Richtung Herz bringen sollen. Also in dem Fall macht es absolut Sinn, die Richtung gezielt zu machen, nämlich von unten Knöchelbereich bis hoch Gesäßbereich mit der Hartschaumrolle zu rollen. Auch das wäre noch eine Option. Ja, das war es soweit zur Baker-Zyste. Wir freuen uns ganz doll auf nächste Woche und schreibt mal gerne was in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, worüber wir mal ein Video machen sollen. Bis nächsten Sonntag. Ciao! Tschüss.